Das Tapping. Das Tapping ist Ende der 70er, 1970er, maßgeblich von Eddie Van Halen bekannt gemacht worden. Tapping heißt im Prinzip, dass du mit deiner rechten Hand auf das Griffbrett schlägst, tappst und damit einen Ton erzeugst. Ich habe das eben gerade vorgemacht, dass ich mit der linken Hand was gespielt habe, ein kleines Solo, und unterstützend wurde dann die rechte Hand, ja, indem ich hier mit dem Zeigefinger auf das Buntstäbchen getappt habe. Somit hast du nicht nur zwei Töne, die du mit der linken Hand spielst, sondern noch einen dritten Ton, und dieser Ton ist oder meistens sehr viel höher oder kann sehr viel höher sein, das ist der Vorteil, als das, was die linke Hand spielt. Ich könnte zum Beispiel hier 5. und 7. Bund mit der linken Hand und im 17. Bund mit dem Zeigefinger drauf tappen. Und somit kannst du einen ganz unverwechselbaren Sound, ganz unverwechselbare Melodien sozusagen spielen. Wie geht das Tapping? Du nimmst den rechten Zeigefinger, legst die Hand locker hier auf das Griffbrett, Daumen oben auf das Griffbrett, Mittel- und Ringfinger, hältst dich so ein bisschen hier unten am Griffbrett fest und versuchst dann mit dem Zeigefinger mal auf der G-Seite in den 12. Bund zu tappen, also drauf zu tippen. Gleichzeitig hältst du mit der linken Hand, mit dem Zeigefinger auf der G-Seite im 5. Bund fest. Und dann versuchst du erst mit dem Zeigefinger der rechten Hand drauf zu tippen und dann den Finger wegzuziehen, sodass hier im 5. Bund der Ton danach klingt. Ja, probier das ein paar Mal, und wenn das ganz gut klappt, kannst du gerne auch auf der D-Seite dasselbe versuchen. Zeigefinger tippt auf den 12. Bund und der Zeigefinger der linken Hand geht auf die D-Seite in den 5. Bund. Ja. Ich habe jetzt den Verzerrer drin. Mit Verzerrer geht das sehr viel einfacher als ohne, aber ist natürlich auch ohne möglich. Wie ich schon mal in einem anderen Video gesagt habe, der Ton klingt einfach länger, wenn du einen Verzerrer anhast. Dementsprechend ist es einfacher, das Tapping mit Verzerrer zu machen, und hat Eddie Van Halen übrigens auch überwiegend mit Verzerrung, natürlich, wir sind im Rockbereich, gespielt. So soll das dann klingen. In der nächsten Übung erweitern wir dann dieses Tapping-Lick.